Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy XII. Worstler hat uns verraten und wir müssen jetzt gegen ihn kämpfen. So, aber erstmal würde ich sagen, machen wir die imperialen Schwertkämpfer. Das ist verdammt laut. Warte schnell. So. Ja, machen wir erstmal die Schwertkämpfer, würde ich sagen. Du solltest einfach aufgeben, du bist am Arsch. Die ist Berserk, oder? Warum habe ich ihm noch gar keine Accessoire-Lizenz gegeben? Holy shit. Holy shit! Alter, wie oft hat er bitte gerade angegriffen? Engine power falling rapidly. It's negative. Impossible. Engine room, this is the bridge. Report. What are they doing down what's there? happened. The Neversite's draining the ship's power. Disengage it at once. I want that We're number trying 3 to get unit guns. seal. Let me infected. It's critical in 300. Cascade failure. Ash, let's go. All I have done, I've ever thought of Dalmasca first. I know you do. I would ne'er gainsay your loyalty. Look on what my haste has wrought. Did I act too quick? Or was your return too late? I can serve her no more. You must take up my charge.
this now. Is that what you call this? What's that? I think it's the Dawn Shard. And what are we waiting for? The dreadnought Leviathan is sunk. The 8th Fleet of the Arcadian Imperial Army lost. As word of the events in the yacht sounded throughout the Empire, quit I Bujeba, citing sudden malady. My true motive, to bring the various counter-imperial forces scattered throughout Ivalice together in unified resistance. By this time, Lady Ash had made her return to Rabanastre. She had not, however, made known her presence. Rather, she was content with keeping both her own whereabouts and those of the Dawn Shard concealed. Had she chosen then to go before her people, my error in announcing her suicide would be known, to the great detriment of my efforts to assemble a resistance. In such circumstance as the Lady Ash then found herself, even were she to proclaim Dalmasca restored, it would serve only to invite the Empire's wrath. Though Arcadia had lost her 8th Fleet, she remained, as ever, a military power with which to be reckoned. The Rosarian Empire assembles a vast host under guise of martial exercises. It is our belief they wait for the proper pretext, the sooner to make their strike against Arcadia. The loss of Leviathan and her fleet at such a time comes as a most grievous blow. Were Rosaria to invade, the battle would be hard fought. Had Lord Vane not deployed the fleet so capriciously, we would not now find ourselves in such perilous circumstance. Lord Vane shall be made to answer for his actions. It is the will of the Senate. Excellency, though he be your son, justice must be served. A convenient thing, justice. And so I must now make a choice between my throne and my son. A most lamentable situation for us all. Oh? For Lord Vane, perhaps. Yet surely Lord Lauser will make for a fine emperor. Lauser so adores his brother, and he is yet young. But he will not remain young forever. Already he busies himself unraveling Lord Vane's tangled skein. Lord Lauser has found his role to play and pursues it with some enthusiasm. Ah, yes. And who would set him at such tasks? What matter? Lord Vane himself once saw his elder brothers brought to like justice, did he not? At your Excellency's behest, as I recall. You may put yourself at ease, Lord Gramis. So long as the Senate watches over her, Arcadia's well-being will ever be ensured. By your will, I shall bid Vane return to Arcades.
So, it was the Dawn Shard that brought down the Imperial fleet. You know your stuff. Destructive power of such force. I've seen it once before. Lady Ash, you know of what I speak. Nabudis. The capital of Old Nebradia, Lord Rassler's fatherland. At the time of the invasion, a division of Imperials entered the city. There was a mighty explosion. Friend and foe died alike. Something was there. One of the Dynast King's relics. The Midlight Shard was in Nebradia. More Nethicite. Well, no wonder they invaded. That ridiculous war. The trap at the treaty signing. All this because Vayne wanted power. He must not be allowed to claim the Nethicite. The Empire must never hold it. Oh, they already do. The Dusk Shard? Most likely the Midlight Shard, too. Besides, can't they manufacture Nethicite now? Very well. Then the path set before us is clear. We'll use the Dawn Shard to fight them. Dalmasca does not forget kindness, nor ill deed done. With sword in hand, she aids her allies. Sword in hand, she lays to rest her foes. This Nethicite I hold must be my sword. I will avenge those who have died. And the Empire will know remorse. You even know how to use it? The Garif may know. The Garif people live by the old ways. Magicite lore is a part of their culture. They may hear it. The cry of the Nethicite's power. Whispers of the stone's menace. Dangerous though it be, what we need now is power. Should we declare Dalmasca free without the means to defend our claim, the Empire would crush us. You must take me to meet with the Garif. They live beyond Osman Plain. Not exactly close. Compensation, is that what you want? Straight to the point, aren't we? I like that. Compensation. How about the ring? This? Isn't there something else? No one's forcing you. I'll give it back to you as soon as I find something more valuable. What do you mean something more valuable? Hard to say. I'll know when I find it. What is it you want, Vaughn? What are you looking for? Me? What am I looking for? I guess... Well, you know... The Garif are said to dwell in Kirwan. So they do. We'll need to head south, past the Giza Plains. It is the rains now in Giza. The wadis will be swollen with the deluge. Passage may be difficult. But those same waters may also lay open new routes to us. Regardless, we must go south, yes? First things first. You're eager to be on your way, I know. But we should see that we're prepared before setting out. I made my resolve 2 years ago. I swore to overcome any hardship I may face. Man cannot live by resolve alone, Princess.
So, was ich jetzt noch nachgucken möchte, ist, ich möchte nach sämtlichen Zaubern gucken. Und Lizenzbretter können wir auch mal wieder machen. Ich gucke jetzt gerade mal, was lohnt sich hier jetzt zu holen. Ich weiß ja gar nicht, was Schattenmagie so wirklich ist. Das ist halt das Ding. Haben wir jetzt sonst noch irgendwas, was ich vielleicht getten möchte? Ja, zum Beispiel sowas. Ja, das ist halt der Vorteil, dass wir jetzt halt einfach hier schon anfangen können, quasi. Guck mal, zum Beispiel das hier. Diesen Weg hier, den müssen wir auch unbedingt gehen. Und ich möchte übrigens dann das hier freischalten, weil guck mal. Guckt euch mal das hier an. Das will ich auch getten, deswegen werden wir hier das Limit abholen. Wir werden es nirgendwo anders holen, wo auch immer das geht. Wo kann man es sonst noch holen? Ich guck grad. Ich glaube, man kann es gar nicht irgendwo anders bekommen. Das heißt, dann werden wir es sowieso hier holen. Denn das ist halt super gut. Das heißt, den Weg werden wir gehen, den Weg hier oben werden wir gehen. Und hier auch noch magische Rüstung anlocken. Das ist eigentlich auch super wichtig. Jetzt werde ich erstmal hier. Mache ich lieber das. Mache ich das und mache ich den Schnelligkeitsboost. Ich glaube, den hat sogar Ash jetzt auch auf ihrem Brett. Hä, der kann's auch? Okay. Ich dachte, das kann nur einer machen. Ja, dann mache ich ihm zum Maschinist, weil ich glaube, das ist ja genau Feuerwaffen. Und Verführen, das passt doch eigentlich perfekt zu dem. Und Schusswaffen ist das sowieso eigentlich seins, ne? Genau, dann kann mich auch die Waffe ausrüsten. Weißmagier ist er ja trotzdem noch, deswegen trotzdem noch gucken, dass wir da auch noch MP freischalten und sowas. Zepter. Magie erzielt größere Wirkung, hat er ja auch ganz schön oft. Feuerwaffenlizenz. Das heißt, warte, ausrüsten. Aber die Waffe ist sogar schlechter. Ja, viel schlechter. Aber vielleicht finden wir da noch was Besseres. Wenn ich gerade mal in den Waffenladen vorbeischauen, denn da haben wir ja noch die Jagdquest, die ich jetzt erfüllt habe. Oh, ich wollte auch in den Magieladen. Ja, da kommen wir gleich noch nach. Ich konnte ihn besiegen, ja. Okay.
Hat er, oder? Hat er die Schwertlizenz? Nee, hat er nicht. Wieso hat er denn eigentlich ein Schwert equipped? Alles ist richtig ausgerüstet. Ja, aber sie hat die Schwertlizenz, ne? Er hat sogar Schwertlizenz 5 und Schwertlizenz 6. Vielleicht gibt's da ja eins für sie. Nee. Nein, die nicht. Wieso ist der Stein so viel wert? Okay, dann gehen wir zum Magieladen. So, was bietest du denn an? Das ist sowieso. Gemach. So, dann erstmal.
Aber wisst ihr was? Nee. Ich entferne das mal. Okay, mach's mal einfach aus. Denn für so welche Zauber werde ich wahrscheinlich das selber befehlen. Weil ich weiß jetzt nicht wirklich, was Schatten halt bringt. Deswegen, ich weiß auch gar nicht, wie ich das richtig einsetzen soll. Genauso wie Gemach. Ich kann ja nicht einfach sagen, das soll jetzt jeden Gegner verlangsamen. Das macht ja keinen Sinn. Wenn ich sowas wie Haste hätte, würde ich das direkt machen, dass dann halt die vielleicht Warn auf Haste oder so macht. Automatisch. Oder sie selbst. Nee, sich selbst auf Haste. Wenn es nämlich schneller heilen kann. Aber so mit Schatten, ich weiß ja noch gar nicht so wirklich, was das halt genau bringt. Das heißt, da würde ich dann halt schon... vielleicht würde ich sie dann selber einfach steuern. Bei so Bosskämpfen und dann halt quasi einfach das Schatten und so einsetzen. Wäre vielleicht sogar ziemlich sinnvoll. Also ich spiele halt lieber Warn, weil Warn halt nicht so viel machen muss wie Ash. Aber ich meine, sie heilt ja automatisch ihre Gefährten. Das heißt, da ist es ja egal, wen ich dann jetzt spiele, eigentlich rein theoretisch. Das heißt, da kann ich eigentlich gleich Ash spielen. Mache ich jetzt, glaube ich, auch. Aber gut, Leute, würde ich sagen, machen wir im nächsten Mal beide bei Final Fantasy XII. Und bis dann und ciao.